Wir haben es ja schon nicht mehr für möglich gehalten. Seit 1,5 Jahren sind wir auf Reise und seit 1,5 Jahren versuchen wir mit meinen Lieblingstieren in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten und mal ein paar Walforschern über die Schulter gucken zu können. Wir haben in Südafrika gesucht, wir haben in Kanada gesucht, in Mexiko, wir haben sogar in Südamerika Ausschau gehalten und sind dann am Ende des Tages hier auf der Insel Fayal fündig geworden. Fayal ist die 5. größte von insgesamt 9 Inseln, die das Azoren-Archipel bilden. Vulkanischen Ursprungs liegen sie völlig allein im Nordatlantik, fast mittig zwischen Europa und Amerika. Fayal war schon in der frühen Luftfahrt für die ersten Transatlantikflüge wichtige Zwischenstation. Für Segler ist sie das bis heute. Als letzte Anlaufstelle auf halber Strecke macht hier eigentlich jeder nochmal Halt, der gerade den Atlantik per Segelboot überquert. Die kleine Marina in Orta ist deshalb der wahrscheinlich berühmteste Yachthafen auf der ganzen Welt. An diesem beschaulichen Fleckchen trifft man Abenteurer, Tierfilmer und Meereswissenschaftler aller Herrenländer. Und ab sofort dann auch uns. Einen knappen Monat lang wird dieser Ort unser nächster Arbeitsplatz sein. Denn genau hier im Hafen hat das Whale Project Azores seine Station. Too German, too early. No, that's okay. Sorry. Vor allem im Frühjahr, wenn Planktonblüte ist, verwandeln sich die Gewässer um die Azoren zu einem Treffpunkt vieler verschiedener Fischarten und Meeressäuger. Jetzt ist die beste Zeit des Jahres, neue Daten über alle hier vorkommenden Walarten zu sammeln. Dazu bekommen wir, über unseren Aufenthalt verteilt, Schulstunden und ein entsprechendes Training. Weil man über Wale insgesamt noch immer so wahnsinnig wenig weiß, sind alle Daten relevant. Alle, die ihr Jagd- und Sozialverhalten, Fortpflanzung, Populationsgrößen und Strukturen und Migrationsrouten betreffen. Mit viel Glück kann man auf den Azoren zurzeit sogar einem der vom Aussterben super stark gefährdeten Blauwale begegnen. Er ist das größte Säugetier, das je auf dieser Erde gelebt hat. Darüber hinaus hat man hier Chancen auf Seiwale, Finnwale und noch 2 weitere, ganz besondere Vertreter ihrer Art. Zum einen kann man hier nämlich Buckelwale sehen. Das sind zusammen mit dem Nordkaper meine persönlichen absoluten Lieblingswale. Ja, und der König der Azoren, das ist Moby Dick, das ist der Pottwal. Der besteht zu 1/3 aus Kopf. Drin sind bis zu 2,5 Tonnen Öl, das sogenannte Walrad, das eine wichtige Resonanzfunktion bei der Orientierung über Sonar spielt und sich von Walfängern leider auch zu brennbarem Öl verarbeiten lässt. Im Gegensatz zu Norwegen, Island und Japan geht es auf den Azoren heutzutage allerdings nur noch um den Schutz der bedrohten Meeressäuger. Doch das war nicht immer so. Heute geht es auf den Azoren ausschließlich um den Schutz und die Erforschung der Wale. Und um Ökotourismus, der einen großen Beitrag zum Schutz der Tiere leisten kann, sofern er denn ethisch praktiziert wird. Deshalb kommt es vor, dass auch wir ab und an eine Handvoll Touristen mit an Bord nehmen.
Suche nach Walen ist auch auf den Azoren nicht immer erfolgreich. Trotz Unterstützung von Whale-Spottern, die uns mit Fernglas und Funkgerät in der Hand an exponierten Lookouts vom Festland aus unterstützen, gibt es natürlich keine Garantie, dass wir mit dem Boot auch rechtzeitig vor Ort sind. Bei gutem Wetter und klarer Sicht kann Marco den bis zu 10 Meter hohen Blauwalblas noch in 20 Meilen Entfernung sehen. Die Ausfahrt aufs Meer lohnt sich trotzdem immer. Denn auch wenn es keine Walgarantie gibt, gibt es immer noch eine für Delfine. Delfine sind hier so zahlreich, dass man manchmal nur die GoPro ins Wasser halten muss, um schöne Aufnahmen zu bekommen. Am häufigsten haben wir Gemeindedelfine, große Tümmler, Streifendelfine und einmal auch Rundkopfdelfine gesehen. Wilde Delfine strotzen nur so vor Energie und Lebensfreude. Und tatsächlich gehen die ganzen guten Delfin-Vibes direkt in einen über. Die Wale lassen uns aber noch ein bisschen zappeln. Ab sofort werden wir aber jeden Tag da draußen unterwegs sein. Der Nordatlantik ist jetzt unser Arbeitsplatz und das Boot Kaiko unser Büro. Und die Mauer hier von Porto Pim unser neuer Lieblingsort für alles, was im Alltag auf Fayal dazugehört. Warme lokale Küche und kaltes Sundownen. Willst du auch Kaffee zum Mitnehmen? Liebend gern. Ich liebe es einfach hier morgens zu laufen, am Meer entlang, mit Blick auf den Pico, am Porto Pim vorbei, wenn langsam schon die ersten Locals hier ihren ersten Kaffee trinken. Also mit Walen ist es ja so, man weiß einfach kaum was über sie. Warum singen Buckelwale? Woran orientieren sich Blauwale auf ihren tausende Kilometer langen Wanderungen im offenen Ozean? Oder wie überhaupt erlegt ein Pottwal einen Riesenkalmar, der fast genauso lang werden kann wie er selbst? Weil noch immer unzählige Geheimnisse ungelöst sind in unserem Forschungsprojekt schlicht alle Daten relevant, die ihr Jagd- und Sozialverhalten, Fortpflanzung, Populationsgröße und Strukturen und Migrationsrouten betreffen. Genetische Analyse, Akustik und GPS-Sender sind zum Beispiel Möglichkeiten, ein paar der Geheimnisse auf die Spur zu kommen. Am beliebtesten bei den Meeresbiologen vom Whale Project Azores ist aber immer noch die Methode der Foto-ID. Die Fluken von zum Beispiel Pott- und Buckelwalen sind einzigartig wie ein Fingerabdruck. Durch ihre individuelle Form, vor allem aber wegen der unverwechselbaren Narben und Kerben. Insgesamt sind es, glaube ich, 8. Einer ist abgetaucht. Foto-ID hat viele Vorteile. Sie kostet wenig Geld, dafür aber viel Zeit. Ein guter Grund, die Zeit zu investieren, ist aber auch, dass sie die Methode ist, die am wenigsten invasiv ist. Man muss dazu nicht in die Komfortzone des Wals einbrechen, um ihn beispielsweise mit einem GPS-Sender zu taggen. Wir haben jetzt hier gerade eine Gruppe Pottwale um uns rum und versuchen jetzt erstmal Fotos von den Schwanzflossen zu machen, wenn die abtauchen, damit wir dann hier die einzelnen Individuen identifizieren können und sie vielleicht einer Gruppe zuordnen können, die wir hier schon kennen. Und dann werden auch noch viele andere Daten genommen, während wir hier auf dem Boot draußen sind.
waren also damit beschäftigt, die Schwanzflossen einer Gruppe von Pottwalen zu fotografieren, als Joanna am Horizont plötzlich diese riesige Fontäne sah. Uns allen war schon klar, dass nur eine einzige Walart einen Blas verursacht, der 10 Meter in die Höhe schießt. Wir wagten unser Glück aber noch nicht so richtig auszusprechen. Also hielten wir unsere Mützen fest, steuerten das Schlauchboot mit Vollgas auf diese überdimensionierten Atemwolken zu, kamen nach einer nicht enden wollenden Fahrt irgendwann doch noch rechtzeitig an und stellten fest, wir haben uns vertan. Das war kein Blauwal. Das waren 3. 3! Das größte Tier der Erdgeschichte, von dem es sowieso nur noch 10, sagen wir 20.000 Tiere gibt, das in aller Regel als Einzelgänger lebt, sehen wir in einer Wandergruppe von 3 ausgewachsenen Tieren Richtung Norden ziehen. Die Kolosse wiegen bis zu 200 Tonnen und werden in der Regel 24 bis 28 Meter lang. Es wurden aber auch schon Exemplare jenseits der 30 Meter gemessen. Was für ein ereignisreicher Tag. Wir haben, ich glaube, 20 Pottwale gesehen. Überall, man wusste gar nicht, wo man hingucken soll. Dann noch ganz viele Delfine außenrum. Dann haben wir jetzt einfach noch 3 Blauwale gesehen. Richtig krass. Also heute ist echt ein richtig geiler Tag. Vielen Dank an alle, die uns ihr Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben, damit wir diese Ausnahmebegegnung hier würdig wiedergeben können. Es bleibt ein seltsam tragisches Glücksgefühl, weil die Zukunft der vom Aussterben so mega stark gefährdeten Blauwale einfach komplett ungewiss ist. Bootputzen muss auch jeden Tag sein, weil natürlich überall Salzwasser dran hängt. Und wenn man das jeden Tag gleich danach wieder abwäscht, dann hält das natürlich alles länger. Bottlenose dolphin, all grey, okay, with white underbelly, okay? So it's a grey dolphin. The beak or the rostrum is a bit shorter than in the common dolphin, so it's the difference is slightly, but it's not an obvious difference. Nach 4 Stunden auf dem Atlantik sind wir wieder zurück und jetzt waren wir kurz was essen und sind jetzt hier zurück im Shop und verbringen den Nachmittag jetzt mit Foto-ID. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Fotos an, die wir gemacht haben und natürlich auch die von den anderen und gucken, ob wir die in die Datenbank einpflegen können und ob wir vielleicht ein paar Matches dabei haben. But look, Ah yeah, some new scratches. and this is the same, but this Yeah. is new. Then you can see the time. Which year is it? 2017 and this? 2018 Ah. September. Wir müssen jetzt wirklich jedes Foto uns ganz genau angucken und vor allen Dingen darauf achten, wie die Rückenflossen hinsichtlich Narben und Kerben aussehen. Denn die kleinen Kerben und die Narben, die durch soziales Verhalten untereinander, aber eben auch durch Beutetiere entstehen, die sind einzigartig und daran lässt sich eindeutig feststellen, ob es sich um ein und dasselbe oder um ein Individuum handelt, das wir noch nicht in der Datenbank haben. Ich weiß nicht, wie gut man das hier auf dem Video erkennt, aber der Atlantik hinter mir, der ist ruhig wie so ein Ententeich. Das ist echt unfassbar. Das haben wir bisher noch nicht erlebt. Eigentlich immer das Gegenteil. Sensationell hohe Wellen, Seekrankheit und so weiter und so fort. Alles war dabei, aber sowas hat man bisher noch nicht. Und trotzdem, obwohl man es eigentlich wirklich gut erkennen müsste, sehen wir keinen einzigen Blas am Horizont. Wir suchen also immer noch nach Walen und sieht man jetzt, glaube ich, auch im Hintergrund, die Ruth,
die steckt jetzt das Hydrophon ins Wasser und guckt mal, ob sie wenigstens was hören kann. Was aussieht wie eine Salatschüssel am Stiel, ist eine Angelrute für Wallaute. Mit ihrem Hydrophon kann Ruth die Meeressäuger hören, selbst wenn sie sich in der Tiefsee aufhalten und Kilometer von uns entfernt sind. Bei Pottwalen sind es deren Klicklaute, die ihr verraten, in welcher Richtung sie sich aufhalten und je nach Klickmuster sogar, ob sie gerade ihr Umfeld nach Beute scannen, ob sie bereits auf der Jagd sind oder ob sie gerade einfach nur miteinander klönen. Hören wir mal rein. Jo, so hört sich ein entspannter Smalltalk unter Pottwalen an. Und zack, haben wir was gehört und jetzt geht's los. So schnell kann sich die Situation hier ändern. Wir sind ein paar Meter rausgefahren und plötzlich sind wir umringt von Pottwalen. Egal wohin wir gucken, egal welche Himmelsrichtung, 12 Uhr, 9 Uhr, überall sind Pottwale verschiedener Altersgruppen, die die letzte 40, 45 Minuten tauchen waren und jetzt an die Oberfläche kommen und für 8 bis 10 Minuten tief durchatmen, bevor sie wieder in die Tiefe tauchen und weiter frühstücken. Wir gehen jetzt zum Abschluss noch auf einen Vortrag von unserem neuen, berühmten Wildlife-Fotografen-Freund, den wir hier kennengelernt haben, Amos. Da schauen wir mal, was der so zu erzählen hat. Und ob der was kann hinter der Kamera? Genau, ob der auch genauso gut ist wie wir.
Der Amos. Ja. Nicht so laut. Ja, aber schau doch, hier sind irgendwie, das ist halt der Graham der Meere, würde ich mal sagen. Also Amos hat mich jetzt gerade eben gefragt, ob ich ein paar Fotos für ihn mache. Wie gesagt. Alles Gute. Dann sehen wir uns wieder. Mach's gut, gell? Vielen Dank. für Gute die Reise. Mithilfe. Selbstverständlich. Nach Ende unseres 6. Vegetarian-Abenteuers als Walfischer auf Fayal haben wir uns als Touris noch einen weiteren Monat lang die anderen Azoreninseln angeguckt. Pico, Terceira, Flores und São Miguel. Wir hätten es ja auch nicht gedacht, aber jede der Inseln ist wirklich total eigen. Was sie alle miteinander gemeinsam haben, sind sattes Grün und viel, viel Süßwasser. In Flüssen, Seen und unzähligen Wasserfällen. Wir könnten über jede der Inseln ein eigenes Video machen. Zumindest theoretisch. Weil dann haben wir uns gedacht, der Content, der bleibt einfach mal exklusiv in unserem Instagram-Kanal. Also geht da unbedingt mal gucken und lasst uns ein paar Grüße da. Ja, und was für uns jetzt ansteht? Jetzt geht's für uns weiter. Die gute Nachricht ist, unser nächstes Vegetarian-Abenteuer ist tatsächlich schon eingetütet. Wir haben eine Zusage gekriegt, wollen aber noch nicht genau verraten, wohin es geht und worum es genau geht. Aber ihr könnt uns ja einfach mal auf Instagram abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und da werden wir dann bei Zeit mal Bescheid geben. Ja, was ihr auch noch machen könnt, ist hier unten mal auf das kleine Herzchen oder ist es bei YouTube, glaube ich, einen Daumen da draufklicken und uns ein Like schenken, einen netten Kommentar schreiben und subscriben. Und wir sagen dann mal liebe Grüße hier von den Azoren und wir sehen uns irgendwo anders auf der Welt. Bis dann.